Hi zusammen, Farbstoff 4. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Boom. Helper. 6 Jahre in der Entwicklung. Am Anfang keine Ahnung vom Programmieren, selbst Programmieren beigebracht. Über die Jahre hin 6 Jahre Entwicklung. Das heißt, in der Zeit gestartet, da gab es keine KI. Dann kam irgendwann ChatGPT. Dann wurde ChatGPT besser. Und jetzt sind die Agenten. Und diese Zeitraffer, das ist enorm, was da passiert ist. Und was ich aber eben an diesem Projekt, an diesem echten, lauffähigen Projekt, was wirklich viele User benutzt haben in den letzten Jahren, was sich da herauskristallisiert hat, sind so 3 Mythen für mich, die ich so gerne heute mal ein bisschen mit euch durchsprechen will. Also, 3 Mythen über die KI, die gilt es zu klären. Ich wünsche euch viel Spaß. Mythos Nummer 1, die KI baut alles alleine. Jedes Programm, jede Software. Naja, wenn es dann mal so einfach wäre. Wir sagen der KI, da sieht sie klein als Roboter dargestellt, hey, bau mir was. Und die baut und macht und tut und bla bla bla. Sie stellt dann fertig. Und am Ende, was da rauskommt, ist totaler Müll. Und es sei denn, wir greifen noch dazu und fangen im Prinzip den Fehler ab, sinnbildlich dargestellt. So, ist das also sinnvoll, einfach der KI blind zu vertrauen und sagen, mach mir das alles fertig, du musst schon wissen, was richtig ist? Nein, das ist absolut falsch. Das ist der erste Mythos. Die KI komplett etwas fertig machen zu lassen, funktioniert für ganz, ganz, ganz kleine Sachen. Ja, das kann sie aktuell. Aber größere Projekte, wo es dann um Sicherheitsaspekte geht und, da braucht sie definitiv einen Orchestrierer. Das sind wir, ich in dem Fall, der dort rangeht. Man muss aber ganz klar sagen, ja, KI spart mir massiv Zeit beim Programmieren. Also das müsst ihr euch vorstellen, ihr kriegt dann ein Tool an die Hand, was wirklich einfach unglaublichen Faktor X an Geschwindigkeit bringt. Aber alles alleine? Nein. Denn sonst würde ich mein Tool ja schon lange an die Wand gefahren, hätte einfach blind irgendwann übernommen. Also, das zum Mythos Nummer 1. Mythos Nummer 2. KI macht keine Fehler. Falsch. Das Gefährlichste daran, an diesem ganzen Thema von dem KI macht keine Fehler, der gefährliche Fehler daran ist der richtig aussieht. Das heißt, die KI antwortet euch irgendeinen Text, ja, und so weiter. Und erst beim genauen Prüfen stellt ihr fest, oh, sieht überzeugend aus, bekommt ein grünes Häkchen und trotzdem ist es falsch. Das merkt nur der, wer das versteht und wer es wirklich kann. Und das ist wirklich ein kritischer Punkt, den muss man sich bei der Entwicklung mit der KI echt bewusst sein. Das ist nämlich kein Zufall, ja, da muss man sagen, diese Modelle verarbeiten Text in Schnipseln, nicht in einzelnen Buchstaben, sondern wirklich bloß in Schnipseln. Und zum Beispiel exaktes Rechnen ist nicht ihre Stärke. Inzwischen gibt es so ein paar Updates, die das dann in Rechenoperationen umwandeln, aber das eigentliche Modell konnte das nicht. Und ein Anfänger merkt dann in größeren Projekten oft den Fehler nicht und genau deshalb ersetzt KI noch keine Erfahrung, sie verstärkt sie nur extrem. Und wie viele dieser Fehler passieren, das hängt ganz stark davon ab, ob du nur chattest oder die KI als, ich sag mal, wirklich als Agent selbstständig arbeiten lässt, was ja zurzeit wirklich extrem boomt. Und das ist ein riesiger Unterschied und dazu aber gleich am Ende noch ein bisschen mehr. Mythos Nummer 3, der aber auch schon ganz oft gehört, dafür brauchst du kein Können mehr. Das macht jetzt alles die KI. Aha, KI gibt dir die Wege, den richtigen, den die KI vorschlägt, wählt aber die Erfahrung. So, wir haben ganz viele Wege. Die KI schlägt euch hunderte Wege vor. Und das Ziel, das gebt ihr vor, aber die Erfahrung wählt als einziges den richtigen Weg. Ihr seht es mal ganz simpel dargestellt. Wir würden den direkten Weg nehmen. Die KI kann unter Umständen auch einen anderen wählen. Ja? Also das wollte ich irgendwann nur sinnbildlich darstellen, damit ihr seht, was da gemeint ist. Denn es ist einfach so, dadurch, dass die KI unglaublich viel Wissen aufgesaugt hat in den letzten Jahren, aus allen möglichen Dingen gibt es natürlich auch viele, viele Wege. Und die KI kann dir im Ende tausende Wege vorschlagen, welche davon für dein Projekt oder für das, in dem Fall den HSL, aber der richtige ist, ist die Entscheidung, die nimmt dir niemand ab. Und genau das ist heute wertvoller und nicht weniger wert. Ja? Also ihr müsst euch bewusst sein, dass dieses Wissen, das ist aufgrund der KI nicht weniger wert. Das ist einfach nur ein anderes Wissen, was ihr benötigt. Das ist ein bisschen anders, das Programmieren. Mein ehrliches Fazit nach 6 Jahren, KI ist ein brutales Werkzeug, also wirklich, aber eben ein Werkzeug. Es macht gute Entwickler, und ich bin nicht wirklich ein guter Entwickler, muss dazu sagen, ich habe Spaß beim Entwickeln. Weiß nicht, welchen Stand, ich kann mich schlecht vergleichen, aber wirklich, du nimmst einen richtig guten Entwickler, den macht's schneller. Aber schlechte macht's gefährlich.
Und der Unterschied ist einfach du. Du bist der Unterschied, ob das richtig ist, was da rauskommt. Denn gerade wenn man Tools veröffentlicht, sind Sicherheitsaspekte gar nicht so ohne. Und wenn dann Unerfahrene da irgendwelche Datenbanken oder sowas rausgeben, keine Ahnung, die dann irgendwo online laufen, wo irgendwelche Kreditkartendaten so hinterlegt werden, die sind dann nicht wirklich sinnvoll gemacht, sondern von der KI aufgesetzt. Naja, wir wissen nicht. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Um diese Reise mal abzuschließen, war das für mich jetzt bisher ein krasses Erlebnis. So den Anfängen, wie lange ich gebraucht habe, um irgendwas Neues rauszubekommen, mit Foren lesen, rumfragen, Bücher lesen. Dann kam die ChatGPT. Man konnte einfach fragen, kam eine Antwort, eine Erklärung, die Paradigmen, das war alles bekannt. Das heißt, sie kannte die Logiken, das war super. Und jetzt inzwischen die Agenten. Da ist es dann so, dass man wirklich richtig lange Aufgaben geben kann, die einen wirklich Wochen gekostet hätten, die KI einfach in so kurzer Zeit abarbeitet, die man dann nur noch überprüfen, feinjustieren muss mit dem Wissen, was man hat und erreicht dann dadurch wirklich viel schneller, viel größere Welten, viel größere Züge. Und das ist natürlich super interessant. Und in der nächsten Folge geht es eben genau um diesen Unterschied, die meisten Fehler verursachen. Chat oder Agent? Wann brauchst du was? Und das zeige ich natürlich dann auch wieder an einem kleinen Projekt. Und ja, also abonniere den Kanal, wenn du KI ehrlich eingeordnet bekommen willst, anstatt irgendwelchen Hype hinterher, oh, KI ist mega, mega, mega. Und schreib mir mal, welcher dieser 3 Mythen oder diese 3 Aussagen sind dir selbst schon mal begegnet? Oder hast du schon mal gehört von Kollegen? Lass mich wissen, schreib es in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video am Stream. Bis dann, euer Pfaffstoff. Ciao, ciao.